Hey, hier, ihr seht es selber. Ein Winterwunderland ist entstanden und ich dachte mir, dass ich doch mal draußen rumwandern könnte und diese wunderschöne Natur genießen und dann gleich über etwas vielleicht ganz Interessantes spreche, nämlich über die Unterschiede zwischen Wessis und Ossis. Und es ist mir klar, dass das ein kontroverses Thema ist. Und es gibt viele, die wollen das am liebsten gar nicht hören. Da wären keine Unterschiede und so. Ich bin ja aus einer Altersgruppe, wo ich beides erlebt habe. Ich habe also als junger Mann den Fall des sozialistischen Staates erlebt. Den Zusammenbruch kann man sagen, die Pleite. Und ich habe dann natürlich auch den Westen erlebt in seiner Fülle und alles, was damit zusammenhängt. Und ich habe mir als junger Mann gedacht, woher kommt es, dass die Wessis so überlegen wirken und so verfeinert sprechen, während wir Ossis, wir wirken manchmal so oder wirkten, das hat sich alles natürlich ein bisschen angeglichen, aber ich will ja trotzdem noch über ein paar Unterschiede sprechen, die immer noch da sind. Also wir wirkten ein wenig hastig, fanden nicht die richtigen Worte für uns. Wir waren mehr im Fluchtmodus und hatten weniger schicke Klamotten. Und wir hatten überhaupt weniger Zeugs. Und die Wessis hingegen, die Männer, redeten mit tiefer, sonorer Stimme, hatten die Worte parat, redeten sehr langsam, mir zur Verwunderung. Und was sie sagten, klang immer nach: Wir sind uns sicher, dass Pünktchen, Pünktchen, alles läuft bestens, es gibt keinerlei Not. Und die Ossis, die kamen irgendwie aus einer ganz anderen Situation. Und insofern man also von Unterschieden zwischen Wessis und Ossis noch reden kann, dann betrifft es vielleicht mehr so meine Altersgruppe. Ich bin ja mit Leuten zusammen, die in meiner Altersgruppe im weitesten Sinne sind und die auch beides erlebt haben. Und da kommt es schon mal vor, wie neulich, dass also jemand, der im Westen groß geworden ist, hier fällt mal was hin, der sagt dann sowas wie: Wir haben einfach eine andere Sozialisation, und meint damit, dass die Wessis, die haben natürlich, Mann, wieder so fest hier, warte mal, wie dreht man denn das? Die sind anders aufgewachsen, das meint ja Sozialisation. Also dieses Großwerden innerhalb einer sozialen Gemeinschaft bedeutet eben, dass du deren Art und Weise übernimmst. Und die war im Westen anders als im Osten. Im Osten gab es also vieles nicht. Wie beispielsweise, wenn man so will, es gab nicht so viele Waren. Also die ganze Idee, dass alles im Überfluss vorhanden ist, das gab es im Osten so nicht. Sondern man hat sich um jeden Mist bemühen müssen. Und es gab zum Beispiel auch zum Beispiel diese ganze Erotikindustrie natürlich überhaupt nicht, den Pornobereich. Das war im Osten sozusagen den Leuten selber überlassen, sich im Bereich des Sexuellen das zu suchen, was sie einfach wollten. Und so gesehen entstand da noch so ein bisschen der Eindruck, glaube ich, dass die Ossis freier sind in ihren Handlungen. Und es gab, also wie gesagt, diese ganze Idee, dass du keinerlei Not hast und so, das haben die Ossis so nicht. Und nun wollte ich aber doch mal sagen, dass aus meiner Sicht darin auch eine gewisse Gefahr liegt. Und ich will das ein bisschen untersuchen. Wenn jemand
in einer Gesellschaft wie dem Westen groß wird, die also natürlich nicht nur einfach erfolgreich ist, sondern es ist sogar eine der erfolgreichsten Volkswirtschaften der Welt, dann besteht ein bisschen die Gefahr, dass die Leute, die in diesem Land leben, sich das selbst zuschreiben. Natürlich waren sie fleißig und so weiter. Die Ossis waren aber auch fleißig. Warum war es also so, dass der Westen so viel erfolgreicher war? Ich will es mal so beschreiben. Meiner Ansicht nach hängt der Erfolg einer Volkswirtschaft davon ab, dass eine Schwarmintelligenz zum Tragen kommt, getragen natürlich durch die individuelle geistige und Fleißleistung der Leute. Aber diese Schwarmintelligenz ist es, auf die es ankommt, dass man also eine freie Gesellschaft hat, in der alles Mögliche sein kann. Und diese Schwarmintelligenz, die wurde ja im Osten weitgehend abgeschaltet, indem man sagte, was der Einzelne denkt, ist mehr oder weniger wurscht. Wichtig ist, dass wir nannten das damals die Bonzen, also die Großkopfeten in Partei und Staat, den Staat richtig lenken. Dann gab es natürlich immer diese Pläne, in denen festgelegt wurde, was also als nächstes zu schaffen sei. Und angeblich wurden ja die Pläne immer erfüllt und übererfüllt. Das heißt, das, was normalerweise eine Wirtschaft antreibt, nämlich die Schöpferkraft der vielen, vielen, vielen Einzelnen, war im Osten weitgehend abgeschaltet. Und das Ganze konnte nicht funktionieren, wie es also nie funktioniert. Dieses Kollektive führt immer dazu, dass dann Leute zu den Führern werden, die sich selbst die ganze Intelligenz zurechnen und die anderen sind eine ganze Weile zufrieden damit und sagen, ja komm, lass dir mal ein bisschen merken, dass es hinten und vorne nicht funktioniert. Und das war also die Situation im Osten. Womit ich sagen will, dass natürlich dieser Erfolg etwas produziert, was letzten Endes für die Leute gar nicht gut ist, nämlich so ein Gefühl von Überlegenheit. Und das, finde ich, ist in den Wessis in meinem Alter durchaus manchmal noch anzutreffen. Ich will damit nicht sagen, dass ich, wie gesagt, das verurteile oder so, sondern ich halte das für eine ganz normale psychologische Sache, dass das so passiert. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Also beispielsweise hatte ja Freud davon gesprochen, dass man seine eigenen Schatten nicht erkennen kann. Also das, was man ablehnt, das ist niemals in einem selber, sondern man sieht es in den anderen. Der da ist kleinkariert, der da kann es nicht schaffen, der da ist, sagen wir mal, der hat diese erotischen Fantasien, über die man nicht spricht und die irgendwie abartig sind. Und das sind deshalb die Schatten. Man kann sie bei sich selber nicht feststellen. Und wenn man quasi diesen Blick hat, dass das, was die anderen sind, in einem selbst ist, dann ist das meiner Ansicht nach der erste und beste Weg, selber besser zu werden, selber ein besserer Mensch zu sein. Also wenn du in dir erkennen kannst, dass die ganze Gemeinheit und die ganze, auch diese Fantasien, diese Dinge, die du nicht magst, die sind auch in dir. Und wenn du das erkennen kannst, dann hast du die Chance, daran zu arbeiten und du kannst daran besser werden. Das ist so ähnlich wie im Kampfsport, wenn du also von vornherein denkst, du kannst jeden umhauen oder so und du seist irgendwie überlegen, dann wirst du dich auf eine Art und Weise benehmen, vielleicht die dazu führt, dass du am Ende Kämpfe haben wirst. Und du wirst durch dein Nicht-Trainieren und dein Überlegenheitsdenken wirst du möglicherweise dich in Situationen begeben, die abzulehnen sind, die keiner braucht, bei denen du nur verlieren kannst. Oder ich nenne nochmal einen Bereich, wenn du zum Beispiel an der Börse traden willst und du möchtest da schön Geld verdienen und so, dann
passiert immer und immer wieder eins, dass nämlich Leute damit Erfolg haben und dass sich das als gar nicht so gut rausstellt, weil der Erfolg an der Börse, wenn es nicht ein systematisch herbeigeführter statistischer Erfolg ist, führt dazu, dass du denkst, dass deine Fähigkeit, ein paar hundert Euro in ein paar Tagen zu machen oder ein paar tausend Euro in ein paar Tagen, das sei deiner Geniehaftigkeit zu verdanken. Und das schaltet dann deine Kritikfähigkeit aus. Und was dann als nächstes passiert, ist eigentlich immer, dass man quasi wie ein Spieler alles setzt, dann ist alles weg und man wird so auf die harte Art und Weise dazu gebracht, dass man irgendwann erkennt. Es muss nicht nach dem ersten Mal sein, man kann es auch nie verstehen, aber es ist eben nicht die Geniehaftigkeit des Einzelnen, die dazu führt, dass man dort Erfolg hat, sondern es sind ganz andere Überlegungen. Es ist eher dieses Selbstkritische, was dich weiterbringt. In jeder anderen Hinsicht auch. Wie gesagt, diese Dinge in sich selbst zu sehen, das ist die Kunst und das ist das, was auch manchmal gar nicht so einfach ist oder was überhaupt im Leben ganz, ganz schwer ist. Und man könnte jetzt als Beispiel auch den Aufstieg und den Fall von Imperien nehmen. Beispielsweise, was hat denn das britische Weltreich so beeinträchtigt, dass von einem riesigen, weltumspannenden Empire mehr oder weniger nur ein kleines England übrig geblieben ist, das überfremdet und pleite ist, von dem die Rolling Stones sagen, das ist nicht mehr England, sondern das ist an manchen Stellen so wie in Bangladesch. Und wie sagte jemand, der relativ klug ist, der sagte, was passiert ist das Empire. Das Empire, das also diese Überlegenheit beinhaltet, dass die Leute glauben, das sei alles unzerstörbar, dieser riesige Reichtum, der komme irgendwie vom Himmel, von der Überlegenheit der Engländer und so weiter. Und dass man sich seiner Schwächen weniger und weniger bewusst ist. Und nun nochmal zurückzukommen auf den Unterschied zwischen den Wessis und den Ossis. In gewisser Weise halte ich es für einen Vorteil, der sich gerade heute eigentlich ausspielt, wenn die Ossis sich ihrer Unzulänglichkeit auch ein bisschen bewusster sind, als es die Wessis sind. Das hat immer auch was Negatives, aber es ist durchaus gut, wenn du deine eigenen Schatten erkennen kannst, wenn du weißt, dass alles das, was du im Außen siehst, in dir selber ist. Also ich sage mal ein Beispiel, ich hatte ja vorhin über die Erotikindustrie, die es in der DDR nicht gab. Also wenn mir Wessis sagen, dass sie über sowas am liebsten gar nicht reden wollen und das sei nicht gut und es sei unanständig und was weiß ich und die Frauen würden objektiviert und so weiter. Ich kann nur sagen, dass die Erotikindustrie oder Porno, das gab es ja im Osten gar nicht. Das ist also einfach eine Sache, die im Westen zur Blüte gelangt ist und nicht im Osten und die meiner Ansicht nach dazu führt, dass das, was man normalerweise in der Realität ausleben würde, quasi durch diese Industrie abgedeckt ist. Und das ist etwas, was meiner Ansicht nach überhaupt nicht gut ist. Und wo es auch gar keinen Grund gibt, dass nun ausgerechnet die Wessis sich gegenüber den Ossis brüsten. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwie dran schuld ist oder so, dass die Wessis dran schuld seien, sondern es hat sich so entwickelt. Und die Dinge liegen, wie gesagt, nicht im Einzelnen, in dessen großen Qualitäten begründet oder so, sondern es ist einfach gut, wenn man sich immer darüber bewusst ist, dass diese ganzen Dinge, die ja heute so abgetan werden, so das sei abartig und was für eine Haltung hast du, das war übrigens im Osten genauso, ne? Hat man immer gesagt, was hast du denn überhaupt für eine Haltung? Du musst doch natürlich den Klassenstandpunkt haben, jede andere Haltung ist quasi verboten. Und das kenne ich also ganz gut noch.
Und wenn nun heute gerade wieder oder gestern so ein Anschlag stattfindet, wo also wieder ein ausländischer Mensch aus Afghanistan in eine Menschenmenge fährt, mein herzlichstes Beileid übrigens denjenigen, die davon betroffen sind. Sind ja zum Glück keine gestorben. Vielleicht geht es noch ein bisschen glimpflich, aber es ist natürlich ein Vorfall in einer ganzen langen Reihe. Und die meisten Vorfälle dieser Art, die kann man sich ja gar nicht mehr daran erinnern. Das waren also Leute, die umkamen. Manchmal waren es 2, manchmal ist es nur einer. Man führt darüber am liebsten gar keine Statistik mehr, weil das wäre ja unerfreulich, das überhaupt zu wissen. Ich kann nur sagen, damals, als Frau Merkel sagte, Grenzen kann man ja nicht schützen, da war ich aufs Höchste verwundert und ich dachte mir, so wie das im Buddhismus ja ist oder im Spiritualismus auch, diese bedingte Existenz, das kann also nur etwas geben, wenn es auch ein Gegenstück gibt. Beispielsweise kann es keine Nation Deutschland geben, wenn es nicht auch Nationen gibt, die irgendwie anderer Natur sind, die anders geprägt sind, die andere Eigenschaften haben und die woanders sind. Und wenn man nun sagt, man will seine Grenzen auflösen und sagt, ja, dann sind wir eben total frei, so wie alles. Wir sind also so gut vom Herzen her, da kann uns ja im Prinzip gar nichts passieren, denn alle Menschen sind gleich, alle haben dieses goldene Herz, so genau wie wir. Also das ist aus meiner Sicht eine total absurde Vorstellung. Denn erstens nimmt man ja nicht zur Kenntnis, dass man genau das, was man überall draußen sieht, in sich hat. Genau wie Freud das sagte, beziehungsweise Jung, die Schatten. Wenn man sie nicht erkennen kann, dann ist man ihr Opfer. Und wenn man sich also dieser naiven Träumerei hingibt, man sei irgendwie überlegen und das alles, was normalerweise man in der Welt sieht, das träfe auf einen selber nicht zu. Das ist also meiner Ansicht nach der erste Schritt in eine ganz fatale Zukunft. Und diesen Weg sind wir ja nun lange gegangen hier in Deutschland. Es gibt eine gewisse Hoffnung, dass sich das auflöst. Aber das wollte ich doch auch einmal sagen. Das ist meiner Ansicht nach der negative Part, wenn ein Land, so wie Westdeutschland, so viel Glück hatte, so viel Erfolg hatte, aufgrund dieser freigelassenen, nicht nur Schöpferkraft der Schwarmintelligenz, sondern natürlich auch des Fleißes seiner Bewohner, dass sich dann die Nation irgendwie unverwundbar glaubt und die eigenen Schatten nicht mehr erkennen kann. Und das ist etwas, was bei den Ossis sozusagen weniger ausgeprägt ist, denn sie haben ja diese Zeiten der Not noch ganz gut in Erinnerung. Sie haben noch in Erinnerung, wie das war mit der Nationalen Front. Hey, das ist ein Zeichen, oder? Die Nationale Front, ja, das war der Zusammenschluss aller Parteien. Das heißt, es gab schon verschiedene Parteien im Osten, aber das spielte gar keine Rolle, ob du jetzt die CDU wählst oder die Bauernpartei oder sonst was. Die waren ja alle die Nationale Front. Und in einem waren sich alle einig, was wir nicht brauchen können, ist eine andere Regierung. Ja, was wir wollen, ist die SED als Führungsmacht und so weiter und so weiter. Kommen wir dann wieder auf die innere Haltung der Leute, die dem entsprechen musste, zurück. Und insofern gibt es also zumindest in meiner Altersgruppe, glaube ich, noch gewisse Unterschiede. Und indem ich das also hier mal sage, will ich nicht dazu beitragen, dass irgendwie eine Differenzierung groß stattfindet oder dass die Deutschen nicht zueinander finden, sondern im Gegenteil. Ich will es einfach benennen, es ist niemandes Schuld. Aber es gibt da diese Denkunterschiede immer noch. Und damit mit dieser herrlichen Winterlandschaft hier verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.